For English and Spanish and Espanol, subtitles, subtítulos en español, por favor, please press the subtitle button. Hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Heute mein Intro-Tierchen, so ein hübscher grüner Baumpython, ein Sorong. Haben wir euch schon einiges davon gezeigt und vorgestellt, auch mal in einer Folge, speziell über die Baumpythons. Ist schon eine Weile her. Haben wir gerade so einen besonders hübschen Kerl da mit schönem blauem Rückenband. Ja, Chondro nach wie vor der Evergreen im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen möchte ich euch den heute mal als Intro-Tierchen wieder zeigen. Thementechnisch bleiben wir heute bei den Schlangen. Da geht es heute um die Königspythonzucht. Nach der Zucht ist immer vor der Zucht, so auch jetzt. Im Moment die letzten Eier schlüpfen noch und schon müssen wir wieder überlegen, wie wir nächstes Jahr die Zucht zusammenstellen. Anhand dem vergangenen Jahr und was wir jetzt für die Zukunft planen, möchte ich euch ein bisschen so wegen die Ups and Downs in der Zucht zeigen. Ne? Was kann schiefgehen, was muss man beachten, welcher Mann macht Sinn, welcher macht keinen Sinn. Da wollen wir euch heute mal ein paar so einzelne Details zeigen. Fangen wir direkt mit den Highways an. Die letzten paar Jahre bestimmt eine der spektakulärsten Morphen. Ne? Sind auch wunderschöne Tiere. Habe jetzt mal hier so eine Handvoll mitgebracht im wahrsten Sinne des Wortes. Da drüben haben wir ein Pastell-Highway, hier unten ein Mojave-Highway. Das hier ist ein Fire-Highway und das hier ein Super-Crevel. Ich könnte jetzt noch 5 andere Highways hier auf der Hand haben, weil der große Gag ist, dass auch jeder Highway an sich, also selbst ohne dass was anderes drinsteckt, jeder Highway sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Ne? Das macht die Tiere so unheimlich spannend. Aber es gibt gerade bei den Highways beim Züchten, ist so ein bisschen tricky mit der Unterscheidung Crevel und Yellow Belly. Ein Highway zu züchten ist prinzipiell gar nicht schwierig. Ihr nehmt einen Crevel, ne? Das hier ist ein Crevel, das hier ist ein Yellow Belly. Die verpaart ihr miteinander und dann kommen so gigantisch schöne Highways raus wie der hier oder die, wo wir gerade gesehen haben. Tolle Sache. Das Problem ist, ihr habt dann ein Gelege, da kommen Highways raus, da kommen normalfarbene Tiere raus und es kommen Tiere raus, die sehen so Yellow Belly Crevel mäßig aus. Ne? Also wenn ihr hier Crevel und Yellow Belly anschaut, die sehen wirklich im Prinzip identisch aus. Ne? Es gibt so minimale Marker beim Crevel, so am Bauch haben die so 3, 4, 5 Sprenkel am Bauch, was ich relativ typisch finde, was man beim Yellow Belly nicht so oft sieht. Aber ansonsten sehen die eigentlich fast identisch aus. Das heißt, die ganzen Babys, die dann übrig bleiben, sind sogenannte Possible Crevel, oder so mache ich es zumindest. Ich verkaufe sie dann für ein paar Euro in Anführungsstrich als Possible Crevel, aber man weiß nicht genau, ist es Crevel oder ist es keiner. Ne? Das macht die ganze Sache einiges komplizierter und ich denke, das ist auch der Grund, wieso es noch gar nicht so viele Highways auf dem Markt gibt, weil um sicher zu sein, dass das Baby ein Crevel ist, kann ich im Prinzip nur einen geprüften Crevel wie den jetzt hier mit irgendwas anderem verpaaren, ne? Mit, sei es ein wildfarbenes Weibchen oder irgendwas. Bei den Babys kann ich dann sagen, es ist 100% Crevel. Ne? Alle, die dann so Crevel, Yellow Belly mäßig aussehen, sind 100% Crevel, weil dann ja nur ein Crevel im Spiel war und nicht auch ein Yellow Belly. Aber sobald ich Crevel und Yellow Belly im Spiel habe oder selbst wenn ich mit einem Highway züchte und bekomme Babys, weiß ich nicht, was ist Crevel, was ist Yellow Belly. Das Kuriose mit den Highways bzw. Crevel, Spectre, Yellow Belly, ne, das ist ja alles ein Komplex, geht hier gerade noch weiter. Hier in meiner linken Hand habe ich einen Superstripe. Ne? Superstripe ist Spectre mit Yellow Belly, also nicht der Crevel mit Yellow Belly, was den Highway macht, wie wir gerade hatten, sondern Spectre mit Yellow Belly kommt der Superstripe raus. Den gibt es schon ein paar Jahre länger. Wie gesagt, ist im gleichen Komplex. In meiner rechten Hand ein Tier, das wirklich identisch aussieht. Da ist allerdings kein Yellow Belly drin, sondern das ist ein Crevel Spectre. Ne? Das für mich zumindest das Blöde, ich habe ich glaube schon bald vor 10 Jahren, habe ich sowas hier gezüchtet, dachte ich habe einen Superstripe, habe mich damals auch mordsmäßig über Superstripe gefreut, habe den jahrelang oder dieses Weibchen als Superstripe behalten, habe irgendwann Nachzuchten gehabt, verpaart mit einem Ivory und plötzlich kamen Highways raus aus so einem ähnlichen Tier wie das hier.
Dann irgendwann fiel mir auf, oder auch durch weitere Zucht, dass man, wenn man einen Crevel mit einem Spector verpaart, Tiere bekommt, die aussehen wie ein Superstripe, aber eine andere Genetik haben, also den Crevel mit drin haben. Das macht die ganze Zucht von dieser Highway-Superstripe-Geschichte noch ein wenig komplexer. Wir bleiben noch ein wenig in dieser Superstripe Yellow Belly Crevel Spector Ecke. Also hier links haben wir nochmal den gerade angesprochenen Superstripe, Verpaarung Spector mit Yellow Belly. Kommt normalerweise so ein Superstripe raus. Jetzt kommt das Kuriose, ich habe dieses Jahr ein Spector Weibchen verpaart mit einem Super Pastel Yellow Belly Männchen, ja, also Weibchen Spector, Männchen Super Pastel Yellow Belly, und es sind Ivorys geschlüpft. Ne? Also kein Mensch, es entbehrt jeder bisherigen Genetik, dass aus einer Verpaarung Spector Weibchen mit Yellow Belly Ivorys schlüpfen können. Ne? Für ein Ivory brauche ich ja Yellow Belly und Yellow Belly, aber es war definitiv der Fall. Hier haben wir eins der Tiere. Besonders hübscher Ivory, ohne Zweifel, deutliches Rückenband und so weiter. Aber das Tier ist definitiv weiß. Ich habe eigentlich erst an eine Verwechslung geglaubt oder gedacht, gut, haben wir vielleicht einen Fehler gemacht oder dass das Spector-Weibchen vielleicht dann doch kein Spector ist, sondern ein Yellow Belly. Witzigerweise hat mich sogar ein Kunde darauf aufmerksam gemacht. In meinem Buch steht es auch drin unter dem Kapitel Spector. Das gleiche hatte ich vor ein paar Jahren auch schon mal, da war es andersrum. Da war das Weibchen ein Yellow Belly und das Männchen wirklich ein 100%ig geprüfter Spector. Und es sind Ivorys geschlüpft, ne? Also auch völlig dubios. Auch damals dachte ich, ja, oder vielleicht Eier verwechselt oder weiß der Herrgott. Aber wie gesagt, jetzt nach ein paar Jahren wieder passiert. Vielleicht in dem Zusammenhang wäre es interessant, wenn ihr mal ein gleiches Phänomen hattet bei euch. Ist euch das auch bekannt? Hattet ihr das auch mal? Das Schwierige ist auch, wenn man was Neues hat. Ne? Ich hatte letztes Jahr hier diesen Königspython als genetisch geprüft, ne? Also gezeigt, dass die Babys oder dass es sich vererbt. Da haben wir diesen tollen Buttercreme gezogen. Also dieses Tier, das ist der Creme Ball. Und den haben wir mit Butter verpaart. Dann kam Buttercreme raus. Ne? Da seht ihr hier das Foto. War ein tolles, spektakuläres Tier. War eigentlich die richtige Mischung für diesen Creme, ne? Den Buttercreme zu züchten. Dieses Jahr habe ich mir gedacht, wow, toll, da machen wir es noch viel besser. Und habe diesen Creme mit Banana Bumblebee verpaart. Ne? Da wollte ich so die maximale Ausbeute. Habe gedacht, jawohl, so einen richtig ausgefallenen Banana Bumblebee mit drauf. Dann kommt was Spektakuläres raus. Manchmal schießt man irgendwie übers Ziel raus. Ne? Also hier in meiner Hand ist das Ergebnis davon. Das ist ein Banana Bumblebee Possible Creme. Also ich glaube, der Creme steckt drin, weil er einfach so diese enge Zeichnung hat. Aber ich sehe eigentlich fast nichts mehr von dem Creme. Ne? Dieser Banana Bumblebee, der hat einfach schon so viel Genetik in sich drin und so helle, dominante Farben, dass das dann einfach nicht mehr durchkommt. Ne? Wie gesagt, das will ich euch hiermit zeigen. Die richtige Mischung ist wichtig. Ich muss mir wirklich überlegen, was paare ich mit was, dass überhaupt noch was Schönes rauskommt. Ne? Oder ein Problem jetzt in der Zucht ist ja oft, dass schneeweiße Tiere rauskommen. Da weiß ich auch überhaupt nichts mehr, was ist was. Und hier hat man so ein bisschen einen ähnlichen Fall. Also von meinem Creme Ball ist im Banana Bumblebee einfach nichts hängen geblieben. Weiteres Beispiel für eine schöne Kombo oder wo am Schluss was Schönes rauskommt. Vor ein paar Jahren schon das erste Mal gezüchtet, hier diesen Circle Ball. Ne? Also der Circle hat sich als co-dominant erwiesen. Das ist so eine Granitart mit Butter verpaart hier. Kam dieser Butter Circle raus. Eigentlich auch recht schönes Tier, ne? Wenn man überlegt, ein normaler Butter in der Größe hat bei weitem nicht mehr die Farben und die Farbintensität. Fand ich, war auch ein recht schönes, gelungenes Ergebnis. Hier nochmal 4 Beispiele von Verpaarungen. Also hier ganz drüben habe ich ein Pewter Blackhead, ne, also Pastell Cinnamon Blackhead. Kommt relativ schön raus, weil er einfach den Pewter noch dunkler, noch schwärzer macht. Auch ganz tolle Verpaarung mit Blackhead ist hier in der Mitte der Blackhead Mojave. Ne, kommt auch spektakulär raus, wenn man sich die Einzelteile überlegt. So ein Blackhead und so ein Mojave, beides doch anders von dem Ergebnis, ne? Also wirklich eine tolle Kombo. Auch das hier an meinem Daumen finde ich eine tolle Kombination. Das war Woma mit GHI.
ne, der GHI, Got to Have It. Tolles Tier, und das mit Woma bringt halt wirklich toll die Sprenkel rein, verstärkt das ganze Bild wenig. Ich finde, macht auch die Farben recht interessant und intensiv, ne, die hellen Töne hier. Also eigentlich auch eine gute Geschichte zum Verpaaren. Und jetzt hier unten an meinem Finger noch das andere Beispiel, der Spider. Also Spider und Woma relativ ähnliche Tiere und trotzdem so verschiedenes Ergebnis. Also das ist jetzt das Spider mit GHI. Man kann den GHI im Spider schon fast nicht erkennen, ne? Also der Spider überdeckt den GHI so weit, dass ich schon wirklich genau hingucken muss oder wissen muss, was ich verpaart habe, um zu sagen, dass der GHI hier drin steckt, ne? Je nachdem, wie man es weiterzüchtet, kann es wieder interessant werden natürlich. Der GHI steckt drin, aber das Ergebnis erstmal ist bei weitem nicht so spektakulär, wie man sich im Vorfeld vielleicht gedacht hätte. Bleiben wir bei den GHI noch ein bisschen, beziehungsweise das hier ist eine ganz, also für uns kuriose Geschichte, aber ich denke mir, die ist wahrscheinlich fehlerbedingt. Die Elterntiere von dem Tier waren, das Weibchen war Pastel Phantom Yellow Belly und das Männchen war ein Blackhead, mit dem wir es verpaart haben, ne? Wir haben das ja an unseren Boxen, wir schreiben das immer auf, welcher Mann drin war. Hier war laut unseren Aufzeichnungen, laut meinen Mitarbeitern, jeder schwört Mark und Bein, da war nie ein GHI auf diesem Weibchen. Und trotzdem sind zwei von diesen meiner Meinung nach definitiv GHI Phantom Pastel, würde ich sagen, ist es von der Optik her. Aber wie gesagt, es war zumindest laut unseren Unterlagen nie ein GHI-Männchen drauf. Ich denke, es ist auf einen Fehler beim Verpaaren zurückzuführen. Wahrscheinlich hat doch irgendein Mitarbeiter und wenn es nur für eine halbe Stunde war, ein GHI draufgelassen und mehr oder weniger hat sie es nicht getraut zuzugeben. Ich denke, das ist der Hintergrund. Falls jemand mit Blackhead wirklich auch so eine Erfahrung gemacht hat von euch, dass bei Blackhead sowas rauskam, was aussieht wie GHI, dann natürlich bitte melden. Das wäre mehr wie spannend und wäre auch toll, dass wir keinen Fehler gemacht haben. Aber ich befürchte, es ist fehlerbedingt. Und hier in meiner anderen Hand noch ein Ivory als Beispiel, wie man auch einem relativ farblosen Tier, also ein Ivory, ne, der ja von Natur aus fast weiß ist, wie man da doch wieder ein bisschen Farbe einhauchen kann. Das ist eine Verpaarung Ivory mit Fire und kommt dieser extrem schöne Ivory raus, der wirklich auch richtig tolle Flecken oder gelbe Flecken, schwarz oder dunkelblau umrandet, wieder reinbekommen hat. Also gerade auch die Ivory ist eine Zeit lang, jetzt will ich bald mal sagen, verpönt oder als langweilig abgestempelt. Gibt auch welche, die Wahnsinnsfarben entwickeln. Was auch eine ganz extrem variable Morph ist, sind die Champagnes, ne? Also hier alles Champagnes in meinen Händen. Ganz da drüben habe ich zwei so Pastell-Neon-Champagne. Also Pastell und Champagne ist ja bekannt. Die haben dieses Neon-Gen drin, was diese gelben Flecken so wahnsinnig hervorbringt. Neue Morph noch, muss man mal schauen, wie es mit dem Neon weitergeht. Farblich meiner Meinung nach extrem attraktiv durch diese grellen Neonfarben, ne? Und in den anderen drei steckt überall der Yellow Belly mit drin. Also hier haben wir in der Mitte, der fast weiße, ist ein Ivory Champagne. Vom Champagne fast gar nichts mehr zu sehen. Interessant die schwarzen Augen, finde ich. Schwarze Augen, weißes Tier. Gelber Streifen, gelber Kopf, ja, finde ich auch ganz gelungene, eine ganz gelungene Mischung. Das Tier hier ist in Anführungsstrich einfach nur ein Yellow Belly Champagne, hier mit so einem Ringerfleck hinten dran, bringt auch richtig tolle Farben raus, Augen auch recht schwarz, auch tolle Mischung, denke ich. Und das hier ist ebenfalls eine Verpaarung. Das war Verpaarung Yellow Belly Champagne mit Yellow Belly. Ivory steckt keiner drin, wie wir sehen, sonst müsste er so aussehen. Aber also der Champagne steckt drin, der Yellow Belly muss drin stecken und es kommt so ein fast schwarzes Tier dabei heraus, ne? Auch wieder was ganz anderes wie das in meiner anderen Hand. Manchmal muss man auch einfach Glück haben bei der Zucht, nicht nur manchmal, sondern ich würde sagen fast immer die spektakulärsten Sachen kommen unverhofft und durch Glück.
Ich habe seit Jahren ein Weibchen Green Pastel vom Amir Soleimani damals bekommen. Also Green Pastel sieht so aus wie der hier, ne? So ein wenig ähnlich wie Pastell, aber so ganz laschi, schwache Farben. Den habe ich dieses Jahr verpaart mit Pewter Head für Piebald. Also man weiß, dass Pewter und Green Pastel einen sogenannten Gargoyle macht. Gargoyle ist ein dunkles Tier, ähnlich wie so ein Super Cinnamon oder sowas. Das wollte ich damit rauszüchten. In meinem Fall kamen 3 von diesen hier raus. Wir haben sie Gemball getauft, also GEM, Gemball. Wieder was völlig anderes, ne? Hier eine wahnsinns aufregende Zeichnung drin, Muster drin, wie gesagt, alle 3 oder 3 aus dem Gelege, es waren insgesamt 10 Eier, 3 sind so rausgekommen. War mit so ein wenig das Highlight dieses Jahr in unserer Zucht. Und wie gesagt, ab und zu muss man einfach Glück haben, wieso das so rausgekommen ist oder was da noch an anderen Genen drinsteckt. Bis jetzt wissen wir es gar nicht, müssen wir die nächsten Jahre damit züchten. Aber so kommt der neue Gemball zustande. Was ich in all den Jahren Königspythonzucht gelernt habe, dass letztendlich Wahrscheinlichkeitsrechnungen immer stimmen. Ne? Sei es geschlechtermäßig, Männchen, Weibchen, sei es bei was Co-Dominanten, dass zum Beispiel 50% rauskommen müssen. Es gibt Jahre, da habe ich lauter Männchen, es gibt Jahre, da habe ich lauter Weibchen, zähle ich alles zusammen. Bei 100 Tieren sind es trotzdem 50 Männchen, 50 Weibchen letztendlich. Es gibt, man hat Gelege, ich hatte vor einigen Jahren, ich hatte mal ein Gelege, das war Mojave mit einem Klassiktier und hat aus 7 Eier 7 Mojave raus. Ne? Also rein nach Genetiklehre hätten es 3,5 Mojave sein müssen. Alle 7 waren Mojave. Ich habe schon fast an ein Wunder geglaubt und gedacht, dieses Tier ist was ganz Besonderes oder ein Super Mojave, den man es nicht ansieht. Ein Jahr später schlüpft halt dann einfach nur ein Mojave und 6 normale. Das ist wirklich die Regel. Wieso ich die 2 hier dabei habe, dieses Jahr hat sich die Regel auch wieder bestätigt, leider zu meinen Ungunsten. Hier habe ich ein Albino Piebald und hier habe ich ein Spider Doppelhead Albino Piebald, ne, auch von mir gezüchtetes Tier, 100%ige Genetik, habe ich dieses Jahr verpaart. Mein Ziel war es, also ihr kennt ja die Spider Pieds, ne, weißes Tier mit dunklem Kopf. Und was ich züchten wollte, war ein weißes Tier mit gelbem Kopf, ne? So ähnlich wie diese Koi-Karpfen oder sowas. Das war das Ziel meiner Zucht oder ist immer noch das Ziel meiner Zucht. Wir hatten 5 Eier von dem Weibchen, gar nicht so lange her, man sieht, sie ist noch relativ dünn. Wir hatten 5 Eier, ein Ei ist mir noch dummerweise kaputt gegangen, was eigentlich auch schon selten genug passiert. Also blieben noch 4 Eier. Die ersten 2 Eier gingen auf, da waren ganz normale drin. Ne? Also ich züchte hier mit Albino Piebald und Doppelhead und da schlüpfen erstmal normale. Und die anderen 2 Eier waren 2 Spider Pied, ne? Also ganz normale Spides, allerdings Head Albino, aber trotz alledem. Also mein Ziel, das weiße Tier mit gelbem Kopf gnadenlos verfehlt und auch mit relativ Minimalausbeute, würde ich sagen. Trotz alledem, nächstes Jahr kommt die gleiche Verpaarung wieder. Und ich bin mir sicher, dafür ist mir nächstes Jahr das Glück dann hold. Ne? Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann passt es immer, man darf sich nicht entmutigen lassen. Ein Jahr hat man Pech, das nächste Jahr hat man Glück. Oder ein Gelege hat man Pech, das andere Gelege hat man Glück. Immer munter weiterzüchten und irgendwann kommt die Sensation auch raus. Die Folge war stellenweise bestimmt ganz schön weit in die Tiefe, ne? Richtiges Insider-Gerede hier mit gerade so Gravel, Spectre, Yellow Belly, gibt Highway, Superstripe, was weiß ich und so weiter. Ich denke, da muss man sich schon viel damit befassen, dass man dem allem so gut folgen konnte in manchen Phasen. Dazu passend auch der Hinweis auf gute Literatur. Hier Python Regius, Stefan Brockhammer, Deutsch und Englisch, je nachdem, welche Sprache ihr bevorzugt. Da könnt ihr vieles nochmal nachlesen, vertiefen, wenn es euch interessiert oder wenn ihr es auch noch nicht habt. Also dann Check My Balls und ganz neu Reptil TV auch mit spanischen Untertiteln. Reptil TV ahora con subtítulos en español. Thema der heutigen Folge. Wir haben
was dann das Baby ist. Das ist ja jetzt echt Quatsch. Jetzt habe ich ewig gelabert, gell, und drehe mich ein wenig im Kreis. Zählt man 100 Babys zusammen, sind es letztendlich doch 15 Männchen, 50 Weibchen. Also 50 Männchen, habe ich 15 gesagt, gell? Das ist 50. Das kann man fast nur als Profi verstehen. Schönes Wort zum Sonntag, oder? Ja, das hätte ich jetzt entschieden. Das war Spanglisch. Spanisch, Englisch, Spanglisch. Gut. Mach mal Hebe. Fertig, machen wir Heme.